Heute möchte ich euch zeigen, wie meine Illustration Mondkind entstanden ist. Es ist ein Aquarell auf satiniertem Aquarellpapier. Ja, das Papier ist von der Firma Lana. Und ich begann, wie ich das so oft tue bei Aquarellen, also bei Illustrationen vor allem, mit der Bleistiftvorzeichnung. Ja, die ist notwendig. Und zwar, weil ich mit Maskierflüssigkeit arbeite. Ja, Maskierflüssigkeit oder auch Drawing Gum, das ist so eine gummiartige Flüssigkeit, eine milchige Flüssigkeit. Ja, das könnt ihr hier sehen, die trage ich mit dem Pinsel oder auch mit einem Holzstäbchen auf. Und die dient dazu, bestimmte Bereiche auf dem Papier erstmal abzudecken. Ja, ich werde dann mit flüssigen Aquarellfarben arbeiten und großflächig erstmal den Hintergrund erschaffen. Und alles das, wo ich jetzt mit der Maskierflüssigkeit Bereiche abdecke, ja, wenn das trocken ist, dann wird es eine gummiartige Schicht und dort gelangt dann keine Farbe hin. Also ich male die nicht komplett aus, die Flächen, sondern zeichne einfach die Grenzen, ja, mit der Maskierflüssigkeit und achte darauf, dass ich nicht über die Grenzen hinaus male und dass die Flächen wirklich weiß bleiben. Das ist erstmal eine sehr detaillierte Arbeit, ja auch etwas langwieriger, erfordert Konzentration, ist nicht ganz so frei und spielerisch, aber der Aufwand, das werdet ihr sehen, lohnt sich definitiv. Ja, es ist eine Menge Vorarbeit nötig, bis das freie Fließen beginnt bei so einem Aquarell. Doch ich mag auch dieses Zusammenspiel zwischen Struktur, ja, und Planung und dann einfach frei fließen lassen und spielen und träumen. Und jetzt kommt der Farbkasten. Ja, jetzt arbeite ich mit Wasser und mit flüssigen Aquarellfarben. Was ihr dort seht in dem Farbkasten, das sind Aquarelltuschen von Pebeo. Die habe ich mit der Pipette in so kleine Fächer aufgetragen. Ne? Die sind dann dort teilweise schon eingetrocknet, aber das ist ja bei Aquarellfarben kein Problem. Die lassen sich ja jederzeit wieder anlösen mit Wasser. Und links neben meinem Blatt steht mein guter alter Aquarellkasten, den ich schon 25 Jahre habe. Ja, da sind Aquarellfarben drin von der Firma Igor Trestoj. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt ähnliche, ja, von der Firma White Nights. Und die Aquarelltuschen von Pebeo, mit denen ich jetzt den Hintergrund male, die sind wirklich super. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass bevor ich mit den flüssigen Aquarellfarben auf das Papier gehe, ja, da muss die Maskierflüssigkeit wirklich trocken sein. Und wenn die Aquarellfarbe dann trocken ist, dann kann ich die Maskierflüssigkeit abrubbeln. Ihr seht, dass ich hier schon anfange, das zu tun. Ich rubbel die einfach mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger ab. Das ist so ein bisschen wie eine Gummischicht. Ja, die lässt sich relativ leicht abreiben. Ein bisschen muss man aufpassen, ne, dass man nicht das Papier mit abreißt. Bei manchen Aquarellpapieren geschieht das relativ schnell. Das ist aber alles eine Frage der Übung. Und da ich das schon so oft gemacht habe, gelingt mir das ziemlich gut mittlerweile. Und nachdem ich die ganze Gummischicht abgerubbelt habe, ja, seht ihr hier, ist einfach nur die Aquarellfarbe noch zu sehen und die weißen Flächen. Doch da geht es schon weiter mit der nächsten Schicht, Abdeckflüssigkeit oder Maskierflüssigkeit. Ich brauche jetzt hier noch ein paar weiße Stellen für Sterne oder für Sternenstaub. Und da stelle ich jetzt auch schon mal mit Hilfe der Maskierflüssigkeit sicher, dass dort keine Farbe hingelangt, wenn ich den Mond und auch das Mondkind und die Bettwäsche male, ja, dass die Stellen dort weiß bleiben. Das lasse ich jetzt auch wieder trocknen. Hier ist es schon trocken. Und jetzt könnt ihr sehen, wie ich beginne, das Gelb des Mondes aufzutragen. Das funktioniert relativ unkompliziert. Das erfordert auch etwas Übung, ja, weil es ein ziemlich unebener Maluntergrund ist, aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Also bevor ich einen anderen Farbton auftrage, warte ich natürlich immer, dass der vorherige trocken ist. Also das dunklere Gelb des Mondes muss erstmal trocken sein, bevor ich das hellere Gelb jetzt hier aufgetragen habe, damit die Konturen
scharf bleiben, ne, damit die Flächen nicht ineinander verlaufen. Und hier seht ihr schon, wie ich an der Außenseite der Mondsichel anfange mit einem etwas dunkleren Ton, das ist ein Orange, ja, wie ich anfange, eine Schattierung zu erzeugen. Das Malen mit Aquarell ist oft auch ein Arbeiten in vielen Farbschichten. Wenn man das Bild dann sieht, ist es nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass es so unglaublich viele Farbschichten sind. Auch weil die Schichten oft sehr transparent sind oder nur partiell aufgetragen werden. Dadurch entsteht eine wunderschöne Plastizität und auch eine Vielschichtigkeit, ja, die man spürt im Bild, auch wenn sie nicht unbedingt so begreifbar ist auf den ersten Blick. So verschafft sie dem Bild doch immer eine Tiefe. Und dadurch entsteht für mein Empfinden auch ganz viel verträumte Qualität, ja, in Aquarellen. Dadurch, dass der Farbauftrag immer ein Stück transparent ist und unregelmäßig, wirken die Bilder sehr verträumt. Und ein Stück auch wie nicht von dieser Welt. So, jetzt beginne ich mit dem Mondkind. Ja, zuerst das Gesicht und dann der kleine Hase. Und hier seht ihr auch in dem Gesicht, wie ich wieder eine Dreidimensionalität erzeuge. Ja, genauso wie bei der Bettdecke und beim Kissen. Erst trage ich einen hellen Farbton auf und dann den dunkleren, um den Rand etwas zu verdeutlichen. Und dann kommen feine Ornamente, ja, Spiralenbettwäsche. Wer wünscht sich die nicht? Die Konturen zeichne ich meist mit dunkelbraun. Ja, das finde ich schön organisch, ist nicht so hart wie ein Schwarz. Manchmal braucht es Schwarz, wegen der Betonung, ja, oder wegen der Wichtigkeit im Bild. Doch meistens komme ich gut mit einem dunkelbraun hin. Der kleine Hase ist ein sehr wichtiges Detail. Dieses Bild ist auch ein Mutmachbild oder ein Trostbild und der kleine Hase symbolisiert für mein Empfinden auch ein Stück das kleine Angsthäschen, ja, was manchmal in uns wohnt und was auch sehr trostbedürftig ist, ja, oder auch sich nach einem Gefühl der Geborgenheit sehnt. Bei dem Kind habe ich darauf geachtet, dass es so neutral wie möglich aussieht, ja, sodass sich Jungs und auch Mädchen, Männer und auch Frauen mit dieser Figur im Bild identifizieren können. Und weiter geht's mit den Schattierungen der Mondsichel. Ja. Und die ersten Ornamente tauchen auf. Die ersten Details. Das ist immer ein ganz besonderer Moment. Jetzt formt sich das Gesicht der Mondin. Und der Moment ist gekommen, wo ich die Lichtpunkte freisetze, ja, wo ich die Maskierflüssigkeit abrubble und wo diese Vorarbeit jetzt endgültig abgeschlossen ist. Und die Details können beginnen. Ja, der erste Stern formt sich. Auch hier beginne ich erstmal damit, eine Dreidimensionalität zu erschaffen, bevor ich dann die Konturen mit einem schön kräftigen Weinrot zeichne. Es ist wirklich ein Arbeiten vom Unkonkreten immer mehr ins Konkrete hinein. Und ich liebe den Moment, wo die Dinge Gesichter bekommen, ja, wo sie lächeln, wo sie in eine bestimmte Richtung schauen oder wo sie die Augen geschlossen haben, wo Wimpern entstehen. Ja, und wo die Sachen einfach ein Gesicht bekommen, wo ihnen endgültig ein Wesen eingehaucht wird. Das ist immer ein ganz, ganz besonderer Moment für mich, der mir auch immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und jetzt folgen viele weitere Details, die Planeten zum Beispiel. Ja, auch hier entsteht die
Dreidimensionalität durch das Auftragen vieler Farbschichten. Immer mehr ins Dunkle hinein, immer mehr ins Konkrete hinein. Und der erste Planet bekommt sein Gesicht. Ich finde Wimpern unglaublich vielsagend. Ja, bei mir hat eigentlich alles, was Augen hat, auch Wimpern, es sei denn, es guckt nicht so freundlich. Aber wenn es freundlich und liebevoll gucken soll, ja, dann hat es Wimpern. Die Sternenstaubpartikel oder die Lichtpartikel bekommen jetzt auch alle noch eine Kontur. Das heißt, es ist wirklich viel, viel Feinarbeit geschehen in diesem Bild. Ja, viele Details bedeuten für mich auch viel Liebe, viel Hingabe, viel Zuwendung. Und das alles ganz in Ruhe. Ja, bei der Entstehung dieses Bildes war mir wirklich wichtig, dass all das in Ruhe entsteht. Ich begann mit dem Bild bereits im Frühjahr des letzten Jahres, doch den größten Teil habe ich in den Rauhnächten gemalt. Ja, und das ist für mich immer eine besondere Zeit, wo ich viel Muße habe zum Spielen und Träumen. Und das habe ich auch in diesem Bild ganz intensiv gelebt. Ja, all das ist in Ruhe geschehen, auch wenn ich es hier im Zeitraffer abspiele. Ja, das wollte ich euch nicht zumuten, dass es ein 10 Stunden langes YouTube-Video wird. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Einblick ein Stück vermitteln kann, wie viele Details, ja, wie viel Feinarbeit in diesem Bild steckt. Und dies macht für mein Empfinden, wie schon gesagt, auch den Zauber eines Bildes aus. Ja? Wenn wir Aufmerksamkeit und Liebe und Zeit in ein Projekt hineingeben, dann ist das spürbar. Ja? Das Werk, das wir erschaffen, trägt all diese Aufmerksamkeit, die Hinwendung, die Liebe und die Freude in sich. All dies pulsiert in dem Werk. Und wer es betrachtet, ja, der spürt diese Qualitäten. Und mir war wichtig, dass dieses Bild, ja, dass das Mondkind wirklich viel Liebe und Zuwendung und Freude, auch Ruhe und Geborgenheit in sich trägt. Da helfen natürlich auch all die freundlichen Planeten und die Sterne, ja, die verspielten, fröhlichen Sterne und die wohlwollenden Planetenwesen, die ihren Sternenstaub, ja, die Lichtpartikel dem Mondkind übersenden oder übermitteln. Aquarell ist meine Lieblingsmaltechnik. Diese Herangehensweise ist so verträumt und auch so ein Stück wie nicht von dieser Welt. Es ist alles ein Hauch zarter und etwas transparenter und undichter, ja, als wir die Dinge in unserer Welt sehen. Dadurch haben Aquarelle häufig auch eine sehr wohltuende Ausstrahlung. Sie sind wie ein Stück aus einer Traumwelt oder aus einer Welt, die nicht so dicht, nicht so eng, nicht so fest ist. Und ich glaube, dass viele Menschen, die sehr feinfühlig sind, ja, sehr zart, dass die eine Sehnsucht in sich spüren nach diesen Qualitäten. Und jetzt folgen noch die letzten Konturen für die Lichtpunkte. Ja, das hat schon seine Zeit gedauert, aber ich habe jeden Punkt zutiefst genossen. Und war dann auch wirklich fast ein bisschen traurig, als das Bild fertig war und keine Punkte mehr übrig waren zum Umranden, weil mir bewusst war, dass dieser Sternstaub sehr wichtig ist für das Bild und für das Mondkind. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Herzen in den Raum gezeichnet, ja, oder Herzen, die eine spiralförmige Spur hinterlassen. Das sind dann sowas wie herzförmige Sternschnuppen, also Herzschnuppen, die einfach symbolisieren, dass
der Raum, in dem das Mondkind schläft, ja, der ganze Weltenraum, dass er erfüllt ist von Liebe und von Herzlichkeit. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Bildentstehung hat euch gefallen und auch einen tieferen Einblick in den Malprozess vermittelt. Ich freue mich, wenn dieses Bild viele Menschen erreicht, viele innere Kinder oder auch viele Kinder. Es ist wichtig, dass wir in diesen Tagen Verbundenheit spüren. Verbundenheit zu unserem Ursprung, Verbundenheit zum Leben, zum Kosmos und auch Geborgenheit. Geborgenheit schafft ein inneres Gefühl der Weite und Entspannung und in diesem Zustand können wir am besten erleben, fühlen, denken, lernen, Neues erschaffen. Ja, insofern wünsche ich uns allen Geborgenheit, Weite und das Gefühl, geliebt und angenommen zu sein. Ihr findet dieses Bild als A4-Poster in meinem Kunst-Shop auf meiner Website und ich wünsche euch viel Freude mit dem Bild und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.